Herzlich willkommen zum neuen und weiteren Video bei Perfect Green. Wir sind heute auf unserer Testfläche und wir haben einige Arbeiten vor uns. Ja, das Wetter spielt heute nicht ganz mit, trotzdem sind Arbeiten zu erledigen. Wir müssen einige Sachen tun hier auf unserer Testfläche. Der erste Robi läuft, das ist der Segway, der Navimo. Und wir haben festgestellt, nicht nur der, sondern alle anderen Robis auch, Gardena, Yardforce und auch EcoFlow, wo wir schon laufen lassen haben, die hängen mal hier, mal da. Und das immer am Rand, und aus dem Grund müssen wir den Rand, da sind extreme Schlaglöcher drin, wo eigentlich so gut wie kein Robi damit klarkommt. Deswegen müssen wir die Schlaglöcher auffüllen. Dann, das ist natürlich das Coole, bei den RTK-Systemen machen wir da No-Go-Zonen rein. Deswegen steht hier auch schon das Rakel. Wir versuchen das Ganze eben zu machen und dann steht dem eigentlich nichts mehr im Weg. Wir machen ganz oben an die Blumenwiese machen wir noch einen Zaun hin, damit das Ganze auch rechtlich abgesichert ist und natürlich auch so coole Schilder. Nicht nur, weil es eigentlich cool ist und gut aussieht, sondern auch hat was mit dem rechtlichen Aspekt zu tun. Und wir haben ja auch mehrere Videoüberwachungskameras, deswegen müssen wir auch hier Schilder anbringen. Und deswegen hätte ich gesagt, ihr seid dabei. Wir gehen jetzt mal die Flächen durch, dann dürft ihr mal die Löcher sehen, was ich meine, wo eigentlich kein Robi damit klarkommt. Wir haben den Luba von Memotion Tech noch nicht hier hergestellt. Der würde vielleicht damit klarkommen durch die breiten Reifen. Aber wie gesagt, ist nur eine Vermutung durch sein Allrad. Auf jeden Fall wollen wir kein Risiko eingehen. Wir können ja auch nicht sagen, der hat es geschafft, der nicht, weil so extreme Löcher hat, glaubt keiner im Rasen. Und wenn, dann kann man es auch kurz auffüllen. Los geht's, schauen wir uns mal die Fläche an. Wie gesagt, die Fläche ist soweit eben. Er hüpft manchmal ein bisschen, aber er fährt sich nirgends fest. Und hier am Rand sieht man auch schon, also hier ist es wirklich noch okay, da kann man echt nicht meckern. Wir sind natürlich auch nicht ganz rausgefahren. Wir fahren außen immer mit unserem Mulchmaster durch. Das sieht man auch, habe ich gerade noch kurz gemäht. Die Kabel Robis, Gardena, Yardforce, hier ist das Kabel, die hören hier auf, weil hier einfach ein deutlicher Hang ist. Wir haben hier so circa 10-15 Prozent, wo es hier abfällt, vor allem dann auch in dem Bereich und da. Und da sind extreme Schlaglöcher drin und da fahren die sich immer alle fest. Und deswegen haben wir hier das Kabel weiter reingesetzt und alle RTK-Mäher, die fahren eigentlich auch ähnlich wie bis zum Kabel, also irgendwo bis hierher, bis zu dem Baumstumpf. Und auch hier dürft ihr mal sehen, was für Löcher da drin sind. Da sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Hier in diesem Bereich, wir haben hier wirklich gute 10 cm, wo es hier schlagartig runter geht. Und das packt natürlich kein Mähroboter. Deswegen müssen wir solche Löcher einfach auffüllen. Und ich habe auch schon bemerkt, zum Glück habe ich heute knöchelhohe Schuhe an. Beim Mähen mit dem Mulchmaster bin ich auch schon umgeknickt. Also selbst für uns ist es natürlich mega gefährlich, dass man sich hier irgendwas bricht oder eine Bänder abreißt. Ja, auch hier wieder sieht man es richtig schön, wie es deutlich runter geht. Wir haben hier wirklich eine richtige Senke drin und sowas machen wir natürlich mit dem Mulchmaster. Trotzdem haben wir auch in diesem Bereich hier, da sind trotzdem extreme Löcher drin. Also wenn ich das mal eben mache hier, das sind wir gut, solche gute 10-12 cm Löcher haben wir da drin und die müssen alle aufgefüllt werden. Hier unser Maulwurf, der ist auch fleißig am Arbeiten, da haben wir gleich Erde und der radiert hier ordentlich durch. Ja, ansonsten hier flacht es wieder ab, aber auch hier, da haben wir auch wieder so ein extremes Loch drin. Wenn ich das einfach mal anschaue, das ist wirklich zu viel für so ein Mährobi, das packt er nicht. Selbst da setzt unser Mulchmaster manchmal auf und da geht es schon ordentlich rein. Ja, und das sind unsere Arbeiten heute. Wie gesagt, einmal die Ränder bearbeiten und dann machen wir natürlich noch einen Zaun hin. Der Zaun, der kommt oben hin. Da ist ja, Straße will ich nicht sagen, so ein kleiner Weg. Wir sind ja etwas abseits vom Geschehen.
Die Hauptstraße, die läuft hier oben durch. Eigentlich sind wir sehr gut geschützt, muss man echt sagen. Aber wie gesagt, aus rechtlichen Gründen müssen wir natürlich das Gelände komplett einzäunen. Und deswegen machen wir da einen Zaun hin und natürlich auch sichtliche Schilder, damit hier rechtlich wir abgesichert sind und dass eigentlich auch nichts passieren sollte. Und man muss ja auch sehen, wenn jetzt natürlich hier Fußgänger laufen, weil sie einen Waldspaziergang machen etc. und da sind kleine Kinder dabei, wenn hier ein Mähroboter mäht, das ist natürlich auch gefährlich. Natürlich haben die Sicherheitssensoren drin, aber man muss natürlich auch das Ganze einfrieden und dementsprechend etwas machen. Ja, das machen wir jetzt und ich hätte gesagt, ihr seid dabei. Wir machen erstmal die Löcher. Dann kommt da natürlich auch Samen drauf wieder, wird nochmal abgedeckt, weil ich denke, Mitte, Ende April kann man schon anfangen, das Ganze jetzt auch mal nachzusehen, obwohl wir eigentlich noch relativ kühle Temperaturen haben. Aber wenn die Sonne rauskommt, wird es schon ordentlich warm. So there we were beneath the burning sky. Both had a reason to live, but so much more to die. Will fate decide who has to go? Oh, oh. We both know pain, but we deal it too. Who's dealt more? Well, I leave that up to you. I circle round, but you double back every time I turned you. There in fact, well, I guess I met my match. I drew fast, but he drew first. Had to make me bleed to quench his thirst. Oh, yeah. Now I know. This is how it ends. Let's just not pretend that I've always walked this path alone. And you will never see the likes of me again. Though I may have saved you once or twice, it never made me a hero, my friend. With my final breath I'll repent and hope to be forgiven for my sins. After all, we were two monsters dead set. He left orphans, suit and tie, another target on his mind. He did not see me creep up from behind. For one long day and one painful night, I waited to take him by surprise. He was so unaware and unafraid to die. This is how it ends. Let's just not pretend that we never walked this path alone. They will never see the likes of us again. Though we may have saved a life or two, it never made us heroes, my friend. With our final breath we repent, hope to be forgiven for our sins. After all, we were two monsters dead set to the dead.
die Arbeiten sind alles soweit erledigt. Zaun haben wir befestigt, Schild musste ich noch hinmachen. Und jetzt muss ich aber erstmal, da ich ja alle Löcher aufgefüllt habe, muss ich jetzt erstmal im Navimo sagen, dass er hier nicht reinfahren soll. Und genau das ist ja das Geile von den RTK-Mährobotern. Die können ohne Kabel fahren und dadurch kann ich hier einfach sagen, Junge, diesen Bereich darfst du einfach nicht reinfahren. Ich erstelle jetzt eine No-Go-Zone, das geht wirklich total einfach. Und zwar fahre ich hier einmal außen rum und dann merkt er sich das als No-Go-Zone und diese Zone wird nicht gemäht. Und somit kann hier das Gras richtig gut wachsen, ohne dass es permanent platt gedrückt wird oder durch Scherkräfte dementsprechend herausgerissen wird. Ist richtig cool, speichert kurz die Karte ab, jawohl. Und ihr seht es auch jetzt hier, ich habe Karte speichern und dann habe ich jetzt überall, wo meine Sandbunker sind, wo ich Samen drauf habe, da kann dann das Gras richtig schön wachsen und der Robi fährt einfach drumherum. Wir sind fertig. Schilder sind dran. Achtung, Videoüberwachung ist auch dran. Mährobi darf mähen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag. Bis dann. Ciao.